Wir sind heute hier auf dem SIP Open Day und wie ihr seht, stehen hier eine ganze Menge Leute hinter uns, weil wir haben heute eine ganz besondere Challenge. Wir haben das Glück, dass die vielleicht 4 stärksten Roller der Welt gleichzeitig hier auf dem Gelände sind, nämlich eine Lambretta und 3 Wespen. Und wir wollen hier gleich auf dem Prüfstand feststellen, ob eine davon vielleicht sogar die 100 PS-Marke knackt. Das müsst ihr euch anschauen. Was denkst du, was ist die höchste Zahl, die heute da erreicht wird auf dem Dyno? Wie stark ist heute der stärkste Roller? Was denkst du, hat heute der stärkste Roller? Wie hoch ist heute die höchste Leistung? Ich denke 104. 32 PS. I heard 100 power, but Okay. I don't know. 106, I think. And you? 106, yeah. 109. 97. 46. 98,9. 101. 104. 101. 30? Wir haben hier einmal da ganz vorne haben wir den EGIC aus Südtirol, dann haben wir Nico Pendel mit der ET3 oder was das mal war. Daneben steht mein Roller und da ganz links, da steht die 2-Zylinder Lambretta von Rimini Lambretta bzw. Casa Performance. Ich glaube, dass wir heute hier die 100 PS schaffen. Das heißt, ich bin A, in dieser Runde wahrscheinlich nur Kanonenfutter und zweitens bin ich Gastgeber. Das heißt, ich gehe als erstes mal auf den Prüfstand und schau mal, was da so geht. Applaus für die Esco! Vielleicht sollte ich noch ganz kurz erzählen, was ich da verbaut habe. Genau. Der Zylinder ist ein 406 EGIC-Zylinder. EGIC hat halt auch diesen Zylinder entwickelt. Ich habe ihn dann auf einen unserer 306er Motorgehäuse vom BFA geschraubt. Vergaser ist ein Prototypenvergaser aktuell drauf von der Firma BFA, 42 mm. Ja, der Roller, der ist halt wirklich eigentlich gebaut, um Rennen zu fahren. Aber ich hoffe, er kann auch ein bisschen Prüfstand und das schauen wir uns jetzt an. ...87 und ganz wichtig, 1 PS. Vielen Dank, ich bin damit wirklich glücklich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Roller und ich würde sagen, dass wir als nächsten unsere Freunde aus Rimini auf den Prüfstand holen. Die haben nämlich einen ganz fürchterlich spektakulären Roller, den roten hier vorne. Also ich bin wirklich froh, dass wir das Geschoss hier heute haben, weil das ist wirklich technischer Wahnsinn. Lorenzo, it's an honor for us to have you here with this really amazing scooter. What have you done to this scooter? Basically, it's a complete CNC engine, twin cylinder, 250cc. All designer and creator here in Italy, Rimini. An alle, die es vielleicht nicht verstanden haben, das Ding hat einen komplett selbst konstruierten 2-Zylinder-Motor. Das Gehäuse ist CNC gefräst, die Zylinder sind selbst entwickelt. Das Ganze so als Ersatz für den Lambretta-Motor konstruiert. Aber jedes einzelne Teil kommt von den Jungs, von Lorenzo und Miki. Und selbst die Auspuffanlagen haben sie berechnet. Das ganze Ding, das ist schon fast MotoGP-Technik. Ihr werdet das gleich hören. Das hört sich an wie vom anderen Stern. 250 Kubik, also mit Abstand am wenigsten Kubik, aber sie haben doppelt so viele Zylinder wie alle anderen. Lang genug gelabert, jetzt wollen wir das Ding auch hören. Läuft aber sofort. Applaus! So, also das waren jetzt 80,4 PS, aber aus 250 Kubik. Und meine Scheiße, was für ein geiler Sound. Bitte noch mal einen dicken Applaus für den geilen Sound. Vielen Dank an Casa Lambretta, das war eine Show. Okay, the next one I think should be Nico Pendel. So, also während Casa jetzt versucht, den Motor wieder runterzukühlen, habe ich Nico Pendel hier neben mir stehen. Sei doch so nett und erzähl uns ein bisschen was zu dem Motor.
Den habe ich vor 2 Jahren aufgebaut. Das ist ein EG 407, aber nur mit 60 Volt, also 388 Kubik mit Doppelvergaser. Was für eine Größe haben deine beiden Vergaser? 2x Kahin, 41 mm Vergaser. Okay. Und der Auspuff kommt von wem? Bosch Performance. Von Bosch Performance auch der Auspuff. Interessant ja auch noch, du hast ja im Prinzip den gleichen Zylinder wie ich vorhin, ne? Und den gleichen Zylinder, um das schon mal zu spoilern, wie nachher EG. Hast du den Zylinder selber bearbeitet? Den habe ich als Rolling gekauft und komplett neu gestaltet, etwas anders gestaltet und Geschichten lassen. Falls heute die 100 PS hier ohne Lachgas geknackt werden, dann gibt es einen 1000 € Gutschein bei SIP. Erste Runde ohne Lachgas. Nico, deine Bühne. Also, Nico hat gerade 85,1 PS gerissen. Nicht schlecht. Aber er hat von 71 Newtonmeter gemacht. Ne? Das ist hier heute der Bestwert. Gut ab, aber er scheint noch irgendwas zu füllen. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mal einen Versuch machen möchte oder. Also, Nico macht noch einen Versuch. Ist anscheinend mit den 85 PS nicht zufrieden. Kann ich verstehen. Also jetzt nochmal Nico Pendel ohne Lachgas. Also, was wir jetzt gelernt haben, so ein Laubbläser ist wirklich eine lohnende Anschaffung. Das Ding hat jetzt 90,8 PS abgeliefert. Das heißt, nochmal über 5 PS mehr als vorhin. Und leider auch ein bisschen mehr PS als ich. Das bin ich natürlich sauer. Aber Hut ab für Nico Pendel. Bitte einen dicken Applaus für Nico. So, also Nico, Gratulation. Hast mich schon wieder geschlagen. Aber ich möchte das noch mal ganz kurz für euch einordnen. Was ihr hier gerade seht, weil das ist eigentlich ziemlich kranker Scheiß, um ehrlich zu sein. Also Rollermotoren mit über 80 PS, über 90 PS jetzt von Nico, das ist wirklich völlig irre. Damit kommen wir jetzt auch endlich zu dem, warum ihr hier den ganzen Tag in der Sonne bratet, denn ich weiß alle, ihr wollt den Mann sehen, der als nächstes kommt. Egid, schieb doch mal deinen Roller hier vorne hin. Der Mann hier, ne? Wenn ihr mal sehen wollt, wie es bei dem zu Hause oder besser in seiner Werkstatt aussieht, ne? Wir haben ein sehr schönes YouTube-Video bei ihm gemacht. Und zwar, das findet ihr auf unserem SIP-Kanal. Sehr sehenswert, wie ich finde. Du hast wirklich in den letzten Wochenenden Videos gepostet, wo du die 100 PS-Marke, diese magische 100 PS-Marke knackst. Ja, vielleicht der eine oder andere hat es schon gesehen. Also ich will jetzt nicht so viel verraten, bis hier auch klappt, weiß ich auch gerade. Aber der Roller läuft bis jetzt sehr, sehr zuverlässig. Also das ist ein 400 Kubikzylinder, hat eine 90 mm Bohrung. Ziemlich so das Größte, was man an Zweitaktmotoren so findet. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo größere Kolben noch haben. Also der CR 500, jeder kennt, hat 85 mm. Das ist halt ein Kurzhubmotor. Also die Bohrung ist 90 und der Hub ist bei dem hier 62, gibt 398 Kubik. Was fährst du denn für Vergaser? Ja, das ist einmal 42 mm von Wert und ich habe so ein paar hinten drauf. Egid, wir wollen jetzt alle die 100 fallen sehen. Go for it. Also, der Erich, der hat ja mal einen Bestwert hingelegt von 93,5 PS.
Das ist erstmal schön, aber sein Gesichtsausdruck sagt was anderes. Ihm fehlen da einfach noch 7 PS. Und deswegen kommen jetzt mehrere Dosen Bremsenreiniger zum Einsatz, weil er denkt sich, wenn der Roller schön sauber ist, dann läuft er auch besser. Ja? Vielleicht war er aber auch einfach zu kalt oder einfach die Luft hier in Bayern, die ist einfach anders als in Italien im schönen Südtirol. Also es gibt noch eine sehr interessante Information am Rande zu diesem Prüfstandslauf. Weil wir haben vorhin Egik gefragt, was er macht, wenn er die 100 PS nicht knackt. Machen wir bei 99,9. Gute Frage, was machen wir da? Dann ziehe ich mich nackt aus. Also, das hat die Kamera unter 100, Egik nackt auf dem Prüfstand heute und läuft auf der Rolle. Einen dicken Applaus für Egik! Ich hab's ja gesagt, Landsberg ist ein hartes Pflaster. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Und Erik hat leider knapp gerissen. 95 PS. Egik, Gratulation, du hast diese Challenge hier gewonnen. Danke. Auch Gratulation an Ralf, weil er behält seinen 1000-Euro-Gutschein. Leider nicht. Nein. Die wichtigste Frage ist, wann kommt der Prüfstandslauf nackt? An der Bar, ne? Das kann man da. Geht es noch? An der Bar sind wir alle nackt. Ich überleg's mir mal. Aber ohne Scheiß, Ja, aber 95 PS sind scheiße viel. nee, es ist absolut, ich bin zufrieden. Ich weiß, dass der Prüfstand hart ist. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich in der letzten Zeit auf so viele Prüfstände war die Diskussion italienischer gegen deutscher Prüfstand. Ich glaube, das ist der Beweis, dass der deutsche Prüfstand einfach nicht gefaked ist. Vielen Dank. Gerne. Die 100 PS sind leider nicht gefallen, aber ganz am Ende hatten wir phänomenale Leistung hier. 95 PS mit einer Vespa, die irgendwann mal mit 3 PS angefangen hat. Das alles mit moderner Zweitakt-Technik. Das ist schon ziemlich genial. Immerhin war das Ganze hier im Rahmen des SIP Open Day. Wir haben auch ein sehr schönes Video über den SIP Open Day gemacht. Schaut das bei uns auf dem Kanal an. Dabei abonniert ihr ihn am besten gleich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.